Hallo, willkommen zurück. Schön, dass du da eingeschaltet hast. In diesem heutigen kurzen Video möchte ich euch die Unterschiede zwischen der Garmin Forerunner 955 und der neu erschienenen Garmin Forerunner 965 vorstellen, beziehungsweise die Frage nachgehen, welche Uhr ist für dich hier am besten geeignet oder lohnt sich hier ein Upgrade. Beide Uhren bilden den höchsten Funktionsumfang der Forerunner-Reihe. Der erste Unterschied ist hierbei die Verfügbarkeit der verschiedenen Modelle. Während die Forerunner 965 in nur einer Variante mit 3 Farben erschienen ist, so haben wir bei der Forerunner 955 die Auswahl zwischen einer Nicht-Solar- bzw. einer Solar-Variante in 2 verschiedenen Farboptionen. Letzteres bietet die Möglichkeit, dass das am Displayrand verbaute Solarpanel durch die Kraft der Sonne die Akkulaufzeit verlängern kann. Die Größe des Panels ist aber sehr gering gehalten und ich konnte dadurch keine signifikanten längeren Akkulaufzeiten in meinen Tests erzielen. Daher muss jeder für sich selber entscheiden, ob ihm der 100 € höhere Aufpreis gegenüber der normalen Forerunner 955 wert ist. Wenn man die beiden Uhren im direkten Vergleich sieht, so fällt einem direkt auf, dass die Forerunner 965 mit dem Durchmesser von 47,1 mm etwas größer als die Forerunner 955 mit 46,5 mm ausfällt. Interessanterweise ist aber die Forerunner 955 mit 14,4 mm etwas dicker als die Forerunner 965 mit 13,2 mm. Was das Gewicht angeht, wiegen beide Uhren 52 Gramm, nur in der Solarversion der Forerunner 955 haben wir mit 53 Gramm 1 Gramm mehr. Eine Änderung gab es auch beim Material der Lünette, während wir bei der Forerunner 955 noch ein phasenverstärktes Polymer zum Einsatz gekommen ist, so bekommen wir bei der Forerunner 965 an dieser Stelle hier Titan verbaut. Es ist zwar hier robuster, schützt aber dennoch nicht vor Kratzer und Macken, wie ich das schon während meiner Testzeit erleben musste bzw. passiert ist. Der offensichtlichste Unterschied ist aber das mit dem Gorilla Glass DX geschützten Touch-Display. Bei der Forerunner 955 bekommen wir hier das altbewährte 1,3 Zoll große Memory-in-Pixel-Display mit einer Auflösung von 260 x 260 Pixel. Im Gegensatz dazu haben wir bei der Forerunner 965 ein 1,4 Zolles großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 454 x 450 Pixel. Vorteil eines Memory-in-Pixel-Display ist aber hier eindeutig die Outdoor-Funktionalität bei einer direkten Sonneneinstrahlung und der geringe Akkuverbrauch. Nachteil ist aber wiederum, dass gerade wenn es dunkel wird, das Display auf Hintergrundbeleuchtung angewiesen ist. Das von Garmin verbaute AMOLED-Display ist aber auch gerade bei direkter Sonneneinstrahlung wirklich sehr gut ablesbar. Vorteil dieser Displays liegen hier eindeutig bei den besseren Farbkontrasten und den wirklich scharfen Textwiedergaben durch die höhere Auflösung. Natürlich stellt sich dann die Frage, wie sich dann die Akkulaufzeiten bei den beiden Uhren mit den Displays auswirken. Hierbei kommt es dann auch stark auf das eigene Nutzungsverhalten an. So erreichte ich bei der Forerunner 965 bei einer Verwendung des Always-On-Displays bei mittlerer Helligkeit und eingeschalteten 24/7 Herzfrequenzsensor und Pulsoximeter und etwa 5 Workouts à 45 Minuten etwa 5 Tage Akkulaufzeit. Den dazugehörigen Akkutest verlinke ich dir oben mal in der Videobeschreibung, da siehst du mal genauer, wie der Test hier zustande gekommen ist. Bei der Forerunner 955 erreichte ich bei gleichem Verhalten in der Solarversion so etwa 1 bis 2 Tage längere Akkulaufzeit als jetzt bei der Forerunner 965. Auch bei der Aufzeichnung der Aktivitäten sind wir hier bei der Forerunner 955 im Schnitt bis zu 1-2 Stunden längere Laufzeiten möglich. So schaffte ich mit der Forerunner 965 im Always-On-Modus und Verwendung des Multiband-GPS, also das beste GPS von Garmin, und einer aktiven Navigation eine Laufzeit von etwa 16 Stunden, während es bei der Forerunner 955 bei gleicher Konfiguration 18 Stunden waren. Dabei möchte ich an dieser Stelle aber nochmal betonen, dass ich hier rein auf mein Nutzungsverhalten beziehe. Es kann sein, dass es bei dir dann etwas anders aussieht. Bei den Widgets haben wir bei beiden Uhren das Wetter, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und natürlich die üblichen Fitnessfunktionen wie ein Schrittzähler, Etagenzähler, die verbrannten Kilokalorien als auch die Garmin Body Battery. Einzig das Design wurde bei der Forerunner 965 aus meiner Sicht etwas moderner gestaltet. So bekommen wir nun animierte Menüs und grafische Aufwertung, wie wir es zum Beispiel beim Wetter-Widget sehen. Hier bekommt ihr auf einen Blick mit einer Animation angezeigt, wie auch aktuell das Wetter draußen ist. Bei den Sport-Widgets haben wir auch bei beiden Uhren den aktuellen Trainingszustand, als auch das Trainingsbereitschafts-Widget, wie auch das Radfahrvermögen, was euch den Trainingszustand des Radfahrens anzeigt. Selbst der neue Parameter des Belastungsverhältnisses, welcher mit der Forerunner 965 eingeführt wurde, hat die Forerunner 955 als Update spendiert bekommen. Dieser Wert zeigt euch ganz einfach auf einen Blick an, wie euer kurzfristiges Training im Vergleich zur Vergangenheit ist. Dabei bewegt sich der Wert um die Zahl 1
Ist euer kurzfristiges Training intensiver als das in der Vergangenheit, steigt dieser über 1, das heißt, eure Form baut sich auf. Reduziert ihr euer Training gegenüber der Vergangenheit, fällt der Wert unter 1, also ihr baut eure Fitness ab. Kurzum gesagt, es ist eine sehr vereinfachte Darstellung des Trainingsload und richtet sich gerade an Einsteiger, welche mit dem ganzen Thema noch nicht so ganz vertraut sind. Eine weitere Option, die wir mit der Forna 965 erhalten, ist die Messung der vertikalen Bewegung, des vertikalen Verhältnisses und die Schrittlänge in Echtzeit, aber in diesem Fall nativ direkt über die Uhr am Handgelenk, ohne irgendwelche Zusatzgeräte. Die Werte bekommt ihr ebenfalls auf die Forna 955, nur ist an dieser Stelle hierfür ein Garmin Laufport oder ein HM Run Pro oder Plus Brustgurt notwendig. Wie ich aber schon in meinem Test zu Forna 965 gezeigt habe, den ich dir oben mal verlinke, dienen die Werte der aktuellen Forna 965 eher noch als Richtungswerte, da diese doch von meinem Gurt gemessene Werte sehr stark abweichen. Daher würde ich selbst bei der Forna 965 hier zu einem Brustgurt raten, um hier genauere Werte zu erhalten. Ja, das war im Ganzen auch schon die Unterschiede der beiden Forna-Modellen. Gerade wenn euch ein AMOLED-Display nicht wichtig ist, bekommt ihr bei der Forna 955 hin und wieder auch schon wirklich gute Angebote und auch wirklich eine sehr gute Uhr, ohne irgendwelche Kompromisse einzugehen. Das heißt, ihr müsst jetzt hier auch nicht auf irgendwelche Neuerungen verzichten, die jetzt nur auf der Forna 965 bestehen. Aber auch die Forna 965 überzeugt trotz eines AMOLED-Displays mit einer sehr soliden Akkulaufzeit, auch wenn hier die aktuelle Liefersituation etwas schwierig ist, lohnt es hier auch wirklich auf die Uhr zu warten. Wenn dich noch mehr zum Thema Garmin interessiert, ich verlinke dir auch mal eine Playlist rund um Garmin, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir auch mal eine Best-of-Playlist meines Kanals. Das siehst du, was sonst noch alles hier auf dem Kanal stattfindet. Und natürlich würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.